Ich gehe heute auf das Thema ein und ich würde sagen, wir fangen direkt an am 29. September 2006. Da war Michael A. Monzer, das ist ein Navy SEAL von den USA, war in Irak in Ramani tätig, waren auf einem Hausdach. Er stand vor einem Durchgang zu einem Hausdach. Vor ihm lagen zwei Kollegen in einer Scharfschützenposition und sie wurden den ganzen Tag über von Rebellen beschossen, mit Automatikgewehren, mit Raketenwerfern. Und über die Moschee-Lautsprecher hat man gehört, wie jemand gerufen hat: Tötet die Amerikaner. Und während sie da gelegen sind und nach dem nächsten Angriff geschaut haben, ist plötzlich aus irgendeinem unbekannten Eck eine Granate auf das Dach geflogen und hat Michael A. Monzer auf der Brust getroffen und ist auf seine Füße gefallen. Er konnte jetzt nicht sehen, wie lange die Granate schon geflogen ist, also zurückwerfen war keine Option und er hat jetzt eine Möglichkeit. Er könnte jetzt rückwärts aus dem Gang springen, hätte sich retten können, aber seine zwei Kollegen wären dabei sicher umgekommen. Und er hat sich dann für was entschieden, und zwar hat er gerufen, Granate, und anstelle zurückzuspringen, ist er Brust zuerst auf die Granate gesprungen. Und 30 Minuten später ist er dann verstorben. Seine zwei Teamkollegen haben das Ganze überlebt mit leichten Verletzungen, weil sein Körper die ganze Macht von der Granate absorbiert hat. Und bei der Beerdigung hat einer von den zwei Teamkollegen Folgendes gesagt: Mikey sah dem Tod an diesem Tag ins Gesicht und sagte zu ihm: Du wirst meine Freunde nicht mitnehmen, ich gehe stattdessen. Und 2008, also 1,5 Jahre später, hat seine Familie von George W. Bush eine Ehrenmedaille bekommen zu Ehren des Sohnes. An der High School, wo Michael A. Monzer war, hat man ein Stadion später gebaut und man hat es genannt Michael A. Monzer Memorial Stadium. Und in der Mitte sieht man das Logo von seinem Team, der Navy SEALs. Und 2019 wurde ein neues Militärschiff von den USA in Auftrag gegeben und man hat es USS Michael Monzer genannt und es gibt nur 3 Stück auf der Welt, so sieht es aus. Und das wurde nach ihm benannt. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum haben sie das gemacht? Weil Michael Monzer hat sich geopfert, um seine Freunde zu retten. Und es gibt keine größere Liebe wie jemand, der sich selbst opfert, um seine Freunde zu retten. Und das hat Jesus von Nazareth gesagt, bevor er gestorben ist. Und Michael A. Monzer hat sich für seine Freunde geopfert. Und die Frage ist jetzt natürlich, würde sich jemand für euch opfern? Und die Antwort ist, hat schon jemand gemacht. Und sein Name ist Jesus von Nazareth. Und in der heutigen Kultur gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, das kann nicht wahr sein, es wurde ja von religiösen Personen geschrieben, die lügen ja alle oder die übertreiben. Und Wunder kann man eh nicht glauben und Auferstehung kann man auch nicht glauben. Und Auferstehung, wer hat schon mal einen Toten auferstehen sehen, der 36 Stunden tot war? Niemand von uns. Und wir als Christen müssen ja an sowas glauben. Wir müssen ja überzeugt sein, dass Jesus auferstanden ist, obwohl es ein Wunder ist. Und wie rational ist das? Und ich denke, das ist eigentlich relativ einfach zu zeigen, dass das Christentum wahr ist. Und wir müssen nur 4 Fragen beantworten. Und die 4 Fragen gucken wir uns heute an. Und wenn wir die Fragen alle mit Ja beantworten können, dann ist das Christentum wahr. Und was sind die 4 Fragen? Die gucken wir uns erstmal an. Die erste Frage ist, existiert Wahrheit? Die zweite ist, existiert Gott? Die dritte, sind Wunder möglich? Und das vierte, ist das Neue Testament wahr? Und die 4 Fragen gucken wir jetzt im Genaueren an. Ich werde nachher auch noch eine Pause machen, dass dann mal kurz was trinken kann oder auf die Toilette gehen kann. Gucken wir uns mal die erste Frage an. Existiert Wahrheit? Und was ist Wahrheit? Hat das schon mal jemand gehört? Wahrheit? Was ist Wahrheit? Einfach ausgedrückt, man sagt, wie es ist. Und Wahrheit ist nicht relativ, sondern absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Wahrheit schließt immer das Gegenteil aus.
Also hier alle Wahrheitsansprüche sind absolut, eng und exklusiv. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, es gibt keine Wahrheit, dann ist es ja nicht absolut, sondern es ist eine relative Aussage. Und eine Wahrheit schließt immer das Gegenteil aus. Das heißt, wenn ich sage, alles ist wahr, dann schließe ich das Gegenteil aus, alles ist nicht wahr, automatisch aus. Genau hier. Und genau, zum nächsten Punkt, eine Wahrheit wird entdeckt, nicht erfunden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass egal, woran ich jetzt glaube oder worum ich jetzt meine Meinung ändere, kann ich die Wahrheit nicht ändern. Und die existiert auch schon im Voraus, bevor sie erfunden wird. Und dazu, genau, Wahrheit ist transkulturell. Wahrheit ändert sich nicht, das heißt, eine Wahrheit ist immer wahr und kann sich später nicht ändern. Da gehe ich noch gleich genau drauf an. Genau, Glauben kann die Fakten nicht ändern, nur weil ich jetzt einen anderen Glauben habe, ändert es nicht die Wahrheit. Und jede Wahrheit ist eine absolute Wahrheit. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fühle mich heute warm, dann ist das für mich wahr und für euch wahr. Also für euch ist auch wahr, dass ich mich jetzt gerade warm fühle. Das ist damit gemeint, dass es eine absolute Wahrheit ist. Damit ist nicht gemeint, dass jeder sich warm fühlt, sondern wenn ich jetzt eine Aussage mache, etwas ist wahr oder ich fühle mich jetzt warm, ist das eine absolute Wahrheit und zählt für alle. Das heißt, es gibt nicht sowas wie, es ist meine Wahrheit und du hast deine Wahrheit, weil Wahrheit ist transkulturell und ist eine absolute Wahrheit. Das sind so die wichtigen Rahmenpunkte, die man vorher setzen muss. Und genau, es gibt viele Aussagen, die man hört, zum Beispiel, es gibt keine Wahrheit. Und das ist ein selbstschlagendes Argument, weil, ist das wahr? Wenn die Aussage, es gibt keine Wahrheit, wahr ist, dann ist die Aussage, es gibt keine Wahrheit, nicht wahr. Also das ist sozusagen eine kurze Zusammenfassung. Also Wahrheit existiert, ist auch schon objektiv und für alle gleich. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, die wir für den Vortrag hier brauchen, um zu verstehen, dass es Wahrheit gibt. Dass es nicht ist wie, ich habe meine, du hast deine oder deine zählt nicht für mich. Wahrheit zählt immer für alle gleichzeitig. Das ist eigentlich schon von der Wahrheit. Dann gehen wir mal zum existiert Gott. Wir gucken uns jetzt 3 Argumente für einen theistischen Gott an. Könnte einer raten, was das sind? Was für Argumente für einen theistischen Gott gibt es? Was könnten wir uns angucken? Ohne die Bibel aufzuschlagen. Wir gucken jetzt, ohne die Bibel aufzuschlagen, erstmal, was für Argumente gibt es für einen theistischen Gott. Wir fangen an mit der Anfang, das kosmologische Argument. Kosmos heißt Welt, Universum. Wir gucken uns da genauer an, wie ist das Universum entstanden. Denn wenn das Universum einen Anfang hatte oder einen Beginn hatte, muss es ja einen Beginner gegeben haben. Genau, da gehen wir noch drauf ein. Das Zweite, wir gucken uns das teleologische Argument an, das Design. Telos heißt Design oder Zweck, also ein zweckgebundenes Argument. Das heißt, wenn es irgendwo Design gibt, ich, du, Pflanzen, Tiere, dann muss es auch einen Designer geben. Gucken wir uns nachher auch an. Und das dritte ist das philosophische, das moralische Argument. Wenn es auch nur eine einzige unmoralische Sache gibt auf der Welt, es ist falsch, Babys aus Spaß zu foltern, dann muss es ja einen Standard geben, auf den ich mich beziehe, um zu sagen, das ist unmoralisch. Und da gucken wir uns nachher noch genauer an, weil ansonsten ist das ja nur meine Meinung gegen deine Meinung. Und wir fangen jetzt mal an mit dem kosmologischen Argument. Und Stephen Hawking hat damals gesagt, fast jeder heutzutage glaubt, dass das Universum und Zeit selbst mit dem Urknall begannen. Das heißt, die größten Wissenschaftler der Welt stimmen der Aussage zu, dass es einen Beginn hat und dass Raum, Zeit und Materie zu einem Zeitpunkt begannen. Und es ist natürlich die Frage, was kann jetzt dazu führen, dass die Natur einen Anfang hat? Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, niemand hat etwas aus dem Nichts erstellt, das ist die atheistische Ansicht. Und wir haben, jemand hat etwas aus dem Nichts erstellt, das ist die theistische Ansicht. Und welche von den beiden, ohne dass wir jetzt genau darauf eingehen, ist realistischer? Bei Punkt 2 habe ich immerhin jemand, der ein Wunder aus dem Nichts vollbringt. Und beim ersten habe ich nichts, was aus dem Nichts was erstellt. Das heißt, wenn ich mir nur die 2 angucke, brauche ich für den ersten Punkt eigentlich mehr Glauben als für den zweiten, ohne jetzt genau auf die Details drauf einzugehen. Und es gibt ein Gesetz der Ursächlichkeit. Und das Gesetz der Ursächlichkeit sagt, alles, was einen Anfang hat, hat eine Ursache. Und das hat sogar Aristoteles gesagt, da gehe ich nachher noch ein bisschen genauer drauf ein.
Aristoteles hat damals schon gesagt, es gibt einen unbewegten Beweger. Wir gucken uns also jetzt mal an, was davon macht denn mehr Sinn. Und ein Beispiel für das Gesetz der Ursächlichkeit ist, niemand von euch ist jetzt gerade voller Angst, dass zu Hause in der Küche plötzlich ein Nilpferd aus dem Nichts erscheint und die Küche auf den Kopf stellt. Das ist das Gesetz der Ursächlichkeit. Und wenn das nicht passieren kann, wir wissen ja, dass Sachen nicht aus dem Nichts plötzlich erscheinen. Wenn das da passiert ist, warum jetzt nicht plötzlich auch ein Tesla oder sowas? Das wäre doch auch super. Aber wir wissen, dass das nicht funktioniert. Und wenn Raum, Zeit und Materie einen Anfang haben, hier, das sagt noch der Gottfried Wilhelm Leibniz, sagt, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es überhaupt etwas anstatt absolut nichts? Das ist quasi eine Aussage über das Gesetz der Ursächlichkeit. Und wenn Raum, Zeit und Materie einen Anfang hat, dem Urknall, was kann denn Raum, Zeit und Materie erschaffen? Nur was außerhalb von Raum, Zeit und Materie ist. Weil Materie oder Natur selber kann nicht Natur erschaffen, sondern Natur gab es da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, wir brauchen für den Punkt, damit es überhaupt funktioniert mit dem Gesetz der Ursächlichkeit, wir brauchen irgendwas, was raumlos, zeitlos, immateriell und mächtig und auch persönlich ist, weil das Wesen muss ja entscheiden, ich möchte jetzt irgendwas erschaffen. Und was könnte das jetzt sein? Welche Attribute, was würde uns zu den Attributen einfallen? Das hört sich mal stark nach einem Gott an. Wir wissen aber natürlich noch nicht, ob das jetzt so stimmt oder nicht. Aber das ist das kosmologische Argument. Das heißt, es gab einen Anfang und es muss einen Beginner gegeben haben für den Anfang. Und da gucken wir jetzt ein bisschen genauer drauf rein im teleologischen Argument. Und es gibt zum teleologischen Argument auch zwei Aspekte, die wir uns angucken. Es scheint, das Universum wurde entworfen und designt und es scheint, das Leben entworfen wurde und designt. Was heißt es jetzt? Man hat herausgefunden, dass das Universum sehr, sehr hochfein abgestimmt ist. Hier habe ich mal von Stephen Hawking ein Zitat: Wenn die Expansionsrate des Universums eine Sekunde nach dem Urknall nur um einen Teil von 1000 Millionen verändert worden wäre, hätte sich das Universum entweder selbst zusammengezogen oder niemals Galaxien entwickelt. 1000 Millionen. Das ist eine 1 mit 15 Nullen. Und das sind Werte, die nicht durch Evolution entstanden sind. Oder wir gucken uns das nächste an, Gravitation. Wenn die Gravitationskraft im Vergleich zur starken Kernkraft um mehr als einen Teil von 10 hoch 40 verändert worden wäre, würden Sterne nicht existieren und folglich auch nicht wir. Was ist ein Teil von 10 hoch 40? Das ist eine 10 mit 40 Nullen. Um euch das mal zu veranschaulichen, hier ist die Zahl. Die ist groß. Das kann man sich jetzt schwer vorstellen. Ich habe ein Beispiel für die Zahl. Wenn wir jetzt Europa nehmen und Afrika und wir nehmen 10 Cent Münzen und wir stapeln die auf dem ganzen Boden bis zum Mond und machen das auf 1 Milliarde weitere Orten, das ist die Anzahl von 10 Cent Münzen. Und jetzt färbe ich eine 10 Cent Münze rot, werfe sie in den Haufen rein, mische den ganzen Haufen durch, nehme meinen Kumpel und er soll blind eine Münze rausziehen. Das ist die Wahrscheinlichkeit von 1 Teil von 10 hoch 40. Wird er die Münze rausziehen? Nein, auf keinen Fall. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gravitationskraft durch nicht entworfen wurde, ist gleich 0, wenn man sich die Zahl anguckt. Und so ein Wert, der wurde nicht durch Zufall entstanden, der wurde entworfen. Was ist Zufall? Wenn man sagt, das kann per Zufall entstehen. Was ist Zufall? Man hört es ja oft sagen, das ist durch Zufall entstanden. Zufall ist ja nur ein Ausdruck, um eine mathematische Wahrscheinlichkeit zu beschreiben. Zufall selber kann nichts auslösen. Zufall ist einfach nur eine Wahrscheinlichkeit. Das ist wie 50%. Dass man nicht sagt, zu 50% ist das entstanden. Das ist ja kein Grund dafür. Und wenn Wissenschaftler sagen, das ist durch Zufall entstanden, was wollen sie damit sagen? Wissen wir nicht. Wissen wir, ist per Zufall entstanden. Wissen wir nicht. Die Zahl
Wenn wir die Zahl nehmen und es wären Sekunden, also 10 hoch 40 Sekunden, und wir würden pro Sekunde einen Tropfen Wasser aus dem Ozean nehmen und auf die Seite legen. Jede Sekunde ein Tropfen. Wenn der Ozean leer ist, lege ich ein Papier auf den Boden und fülle den Ozean wieder auf. Dann mache ich das gleiche nochmal pro Sekunde und lege dann wieder ein Papier oben drauf. Das mache ich so lange, bis der Papierstapel den Mond erreicht. Das sind so viele Sekunden. Also es ist eine unvorstellbar große Zahl, die nicht einfach so entstanden werden kann. Und wir haben noch ein Dutzend mehr von solchen Verben. Zum Beispiel die Erde ist in der sogenannten habitablen Zone. Das heißt, wären wir ein bisschen näher an der Sonne dran, wäre es zu heiß, wären wir ein bisschen zu weit weg, wäre es zu kalt. Es ist also genau richtig, fast. Winter ein bisschen kalt, aber unsere Erdkippung, wenn die ein bisschen anders wäre, könnte man nicht existieren. Und der Entfernung zum Mond, wenn die ein bisschen anders wäre, könnte man auch nicht existieren. Wenn Jupiter oder Saturn nicht da wären oder ein bisschen anders wären, könnten wir nicht existieren, weil die zwei sind quasi wie Weltraumstaubsauger, die die ganzen Asteroiden einsammeln. Wenn Sauerstoff ist 21% in der Luft, wenn es 25% wäre, würden plötzlich Feuer überall ausbrechen. Wäre es nur 15%, würden wir alle ersticken. Und zum Beispiel in der Galaxie, die Distanz zwischen Sternen ist im Schnitt 48 Billionen Kilometer. Bisschen mehr, bisschen weniger, wir könnten auch nicht existieren. 48 Billionen Kilometer zwischen Sternen. Durchschnittsentfernung zwischen zwei Sternen. Das ist weit. Als ich in Australien war und wir sind durch die Pampa gefahren, sind wir irgendwann mal aus dem Auto ausgestiegen und da habe ich das Bild gemacht. Es kam so aus der Kamera raus, das ist jetzt ein bisschen blöd mit der Helligkeit. Der ganze Himmel war voll mit Sternen. Hier sieht man, also mit bloßem Auge kann man so 5000 Sterne sehen bei so einem klaren Himmel, mit so einer Kamera vielleicht so um die 10.000. Ich habe dann auch meiner Frau, also damaligen Freundin, gesagt, sie soll sich mal hinstellen, das ist sie hier unten. Dann habe ich da ein Bild gemacht von ihr. Und wenn wir das Bild angucken, und zwischen zwei Sternen haben wir im Schnitt 48 Billionen Kilometer. Das ist viel. Als ich noch ein Bild gemacht habe, habe ich plötzlich gesehen, wie so ein heller Streifen am Himmel ist. So sah das aus, hier unten auf der Kamera. Ich habe dann gewusst, was es war. Ich habe dann eine Live-Map von der ISS aufgemacht und da stand dran, dass das gerade die ISS ist, wo ich ein Bild gemacht habe. Die ISS bewegt sich mit 28.000 km/h, so schnell wie das Space Shuttle. Das sind 8 Kilometer pro Sekunde. So schnell fliegt das Space Shuttle. Also wenn ihr mal morgens Probleme habt im Stau, nehmt das Space Shuttle. Und wenn wir jetzt überlegen, wir würden mit dem Space Shuttle von unserer Sonne zur nächsten Sonne fliegen, 48 Billionen Kilometer mit 8 Kilometer pro Sekunde. Wie lange wird es dauern? Zum nächsten Stern. Einfach mal eine Zeit rausrufen. Einfach eine Zeit rufen. 8 Jahre, 100 Jahre. Es sind fast 201.450 Jahre. Wenn wir zur Zeit von Jesu losgeflogen wären mit 8 Kilometer pro Sekunde zum nächsten Stern, wären wir noch nicht mal ein Hundertstel auf dem Weg dort. Unvorstellbar groß. Und wir erforschen das Weltall. Wir brauchen 9 Jahre, um nach Pluto zu kommen und wir haben unsere Sonne noch nicht mal verlassen. Und der Psalm sagt auch das hier, denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Und wir brauchen zwischen 2 Sternen 200.000 Jahre. Wie hoch ist sein Himmel? Das Hubble Space Teleskop, das fliegt um die Erde und schaut sich Sterne und Konstellationen an. Und die haben vor einigen Jahren für 10 Tage am Stück die dunkelste Stelle am Himmel fotografiert. Die Stelle, die sie angeguckt haben, ist 1/27 Millionstel vom Himmel. Das ist ungefähr so viel wie ein Reiskorn mit ausgestrecktem Arm. So viel haben sie für 10 Tage angeguckt und es war die dunkelste Stelle vom Himmel. Und das nächste hier ist jetzt ein Video, das zoomt jetzt rein auf die Stelle, wo sie das Foto gemacht haben.
Das, was das Hubble Space Teleskop, das ist das Endbild, was sie fotografiert hat. Alles, was man hier sieht, sind über 10.000 weitere Galaxien. Und jede Galaxie hat nochmal Trillionen von Sternen. Und das ist die dunkelste Stelle vom Himmel. Und wir brauchen nur zwischen zwei Sternen bei uns 200.000 Jahre mit 8 Kilometer pro Sekunde. Und im gesamten Universum gibt es ungefähr so viele Sterne wie jedes Sandkorn auf der Erde, in jeder Strand und in jeder Wüste, mal 100.000, wenn man sich die Zahl mal verbildlicht. Und nur zwischen zwei Sternen brauchen wir 200.000 Jahre. Und jetzt wisst ihr auch, warum die Bibel sagt, dass der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Und wenn ich sowas sehe, dann will ich nie wieder jemand hören, der das Wort geil oder fantastisch nutzt, außer er redet über Gottes Macht und Hoheit. Das steht auch im Psalm 147. Er hat die Zahl der Sterne festgelegt und gab jedem Einzelnen einen Namen. Und wenn der Himmel wirklich Gottes Macht verkündet, dann haben wir ein Problem. Warum? Weil wenn wir die Sterne sehen und Gott ist gerecht und wenn wir den Himmel angucken, ist Gott unendlich gerecht, dann werden es wir nie schaffen. Und wenn man jetzt den Himmel anguckt, fühlt ihr euch dann unbedeutend. Solltet ihr aber nicht, weil die Sterne und der Himmel, die sind nicht nach Gottes Ebenbild geschaffen, aber wir sind's. Und das ist auf jeden Fall was, wo man weiter drüber nachdenken kann. Heißt, wir haben uns jetzt das Aspekt vom Kosmos angeschaut, das Design vom Kosmos. Und der zweite Punkt war jetzt das Design vom Leben, dass es scheint, das Leben wurde entworfen. Und dazu mal ein kurzes Beispiel. Wenn ihr morgens an einem freien Tag in die Küche kommt und auf dem Tisch ist eine Buchstabensuppe ausgeleert und die Buchstaben sind so angeordnet, dass dran steht, mach den Abwasch, Mama. Glaubt ihr dann, das war ein Erdbeben oder ein Tornado oder die Katze hat die Packung umgeworfen? Wenn wir so ein Wort, so einen Satz sehen, dann wissen wir automatisch, das hat ein intelligentes Wesen hingelegt. Und bei den 18 Buchstaben wissen wir das schon. Warum glauben wir dann, dass die DNA mit 3,5 Milliarden Buchstaben per Zufall entstanden ist? Und mit der Empfängnis kam von der Mutter die Hälfte von den 3,5 Milliarden Softwareprogrammen und mit dem Mann kam die andere Hälfte vom Softwareprogramm, kam ein kompletter Code raus in der richtigen Reihenfolge und hat sich seitdem nicht mehr geändert. Wenn wir die DNA aus allen Zellen aus einem Körper nehmen und in eine Reihe legen, dann ist die 800.000 Kilometer lang. Die wird 20 Mal um die Erde reichen. Und seit der Empfängnis entsteht dann ein erstaunlicher Konstruktionsprozess, wo die Zellen sich mit einer Rate von ca. 4.000 pro Sekunde verdoppeln. Wenn man Gehirnzellen anguckt, sogar 100.000 pro Sekunde. Für die meisten jedenfalls. Manche Zellen werden zu Gehirnzellen, andere zu Leberzellen, andere zu Hautzellen. Aber woher wissen die das? Woher wissen die Zellen, was sie werden wollen? Man weiß es bisher nicht. Und der Prozess, der Reproduktionsprozess, findet auch jetzt gerade statt. Das heißt, ihr macht jetzt gerade 4 Millionen neue rote Blutkörperchen. Und jetzt macht ihr gerade nochmal 4 Millionen neue rote Blutkörperchen. Jetzt macht ihr gerade nochmal 4 neue rote Blutkörperchen. Also, ihr versteht, was ich meine. Und niemand von euch muss jetzt ja dran sitzen und sagen, eine Sekunde, ich muss gerade rote Blutkörperchen erstellen. Das passiert ja alles im Hintergrund. Und die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Aminosäure durch Zufall entsteht, ist 1 zu 10 hoch 113. Das heißt eine 1 mit 113 Nullen. Wir haben uns gerade Zahlen angeguckt mit 40 Nullen.
Das sind Zahlen, die gehen weit darüber hinaus und da haben wir uns noch nicht angeguckt, wie eine Zelle entsteht. Die Zahlen sind so unvorstellbar klein, die kann man gar nicht mehr richtig beschreiben. Aristoteles hat damals gesagt, Natur geht in eine Richtung. Er hat es genannt unbewegter Beweger. Und Aristoteles wusste jetzt nichts von roten Blutkörperchen, aber er hat auch gemerkt, dass die Natur immer in eine Richtung geht. Das heißt, ein Ahornsamen verwandelt sich immer in einen Ahornbaum. Aber warum nicht in einen Apfelbaum oder in eine Seelöwe oder in einen Tannenbaum? Und da kann man jetzt sagen, ja, vielleicht wurde der Samen programmiert. Oder dann kommt natürlich die Frage auf, wer hat den Samen programmiert, dass er in eine Richtung geht? Ein Samen hat keinen Gedanken und sagt, ich werde ein Tannenbaum, sondern das macht der Samen ja von alleine. Also muss es einen externen Verstand geben, der die Natur in eine Richtung leitet und zuverlässig in eine Richtung leitet. Das ist die Zusammenfassung, dass das Leben entworfen wurde. Wenn wir uns jetzt noch den dritten Punkt anschauen, weiß noch jemand, was der war? Von dem theistischen Gott? Moralisch. Genau, wir gucken uns das moralische Argument an. Und dazu eine Frage, was ist besser? Ein Fußballspieler, der ins gegnerische Tor schießt oder der einen Fehlpass macht? Das ist dann der aktive Teil. Natürlich, wer ins gegnerische Tor schießt, klar. Aber woher weiß man das? Woher weiß man, dass das besser ist? Man muss natürlich den Sinn vom Spiel verstehen. Nur wenn ich verstehe, worum es in dem Spiel geht, kann ich sagen, ein Fehlpass ist schlechter als ein Tor ins gegnerische Tor. Und wenn man den Sinn vom Spiel nicht kennt, dann kann ich auch nicht sagen, dass ein Fehlpass schlechter ist als ein Tor. Und im Fußball kommen die Regeln ja relativ willkürlich von außerhalb vom Spiel, aber die Regeln vom Leben gibt es auch. Also die sind nicht willkürlich. Die kommen außerhalb vom Spiel, also außerhalb vom Leben, und zwar von Gottes Natur. Und die einzige Möglichkeit zu sagen, dass das eine moralische und unmoralische Weise ist zu wissen, sind die Regeln vom Spiel zu kennen. Und dann jetzt die Frage, warum sind wir hier? Was ist der Sinn vom Leben? Weil nur wenn ich den Sinn vom Leben kenne, kenne ich die Spielregeln und kann daher sagen, das ist moralisch und das ist unmoralisch. Was ist der Sinn vom Leben? Die Bibel sagt uns das und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu kennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und wenn wir da jetzt noch die große Entsendung dazu nehmen, dann auch noch Gott bekannt zu machen. Und das steht in Johannes 17 übrigens. Und da ist es nicht nur wichtig, Gott zu kennen, sondern auch ihm zu folgen und eine Beziehung aufzubauen. Denn zum Beispiel jetzt hier ein Beispiel, der Teufel kennt Gott perfekt. Der kennt ihn besser als wir alle zusammen. Das heißt, hier geht es jetzt nicht um Wissen, sondern um Kennen, um persönliches Kennen. Und wenn wir Gott kennenlernen, dann wissen wir auch Dinge, die uns näher an ihn bringen und Dinge, die uns weiter weg von ihm holen. Und wenn wir die Spielregeln erkennen, dann gibt es auch für uns einen Standard, den wir nutzen können. Wenn wir uns nicht an Gott orientieren, dann haben wir keinen Standard, um zu sagen, dass die Nazis zum Beispiel falsch waren. Weil ansonsten ist es nur meine Meinung gegen die Meinung von den anderen Personen. Weil ich sonst keinen objektiven Standard über mich selber habe. Soweit verstanden? Wenn es keinen Gott gibt, dann haben auch religiöse Personen nie was falsch gemacht. Weil ansonsten ist es ja nur meine Meinung gegen die Meinung von einer religiösen Person zum Beispiel. Und wenn es auch keinen Gott gibt, dann kann ich mich auch nicht über das Problem von Bösen beschweren, weil dann gibt es ja keinen Standard über dem Bösen. Und das Böse muss existieren, damit wir einen freien Willen haben. Das heißt, wenn Gott jedes Mal eingreifen würde, wenn wir im Sinne wären, was Böses zu tun, dann hätten wir keinen freien Willen. Dann wären wir einfach nur Roboter, die programmiert wären,
Gott zu folgen, Gott zu tun, was Gott sagt. Das heißt, die Freiheit muss er uns geben, damit wir entscheiden können, Böses zu tun. Das heißt aber nicht, dass Gott Böses erschaffen hat, sondern er hat uns die Möglichkeit gegeben, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Und das ist C.S. Lewis, er ist ein Autor, er hat auch unter anderem Narnia geschrieben und er hat das gesagt: Als Atheist war mein Argument gegen Gott, dass das Universum so grausam und ungerecht erschien. Aber wie kam ich auf die Idee von gerecht und ungerecht? Ein Mensch nimmt eine Linie nicht krumm, es sei denn, er hat eine Vorstellung von einer geraden Linie. Mit was vergleiche ich dieses Universum, als ich es als ungerecht nannte? Das heißt, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch kein Gutstandard, und wenn es kein Gut gibt, gibt es auch kein Böse. Wie das Böse alleine kann nicht existieren, sondern Böse ist immer nur eine Abwesenheit von Gutem. Das heißt, Beispiel, das Böse ist Schatten. Schatten alleine kann nicht existieren, es braucht immer Licht. In dem Fall ist Licht das Gute. Ich kann nur Licht haben, das wäre jetzt nur Gutes, aber ich kann jetzt nicht nur Schatten haben. Ich brauche für Schatten immer Licht. Oder ein anderes Beispiel wäre jetzt am Auto, Rost zum Beispiel. Ich kann ein Auto ohne Rost haben, das ist ein gutes Auto. Und ich kann ein Auto mit Rost haben, aber was ist, wenn ich von Auto mit Rost das Auto wegnehme? Dann habe ich ein Fiat. Nein, ich habe einfach, das gibt's nichts. Und C.S. Lewis hat das damals verstanden und er war am Anfang Atheist und hat dann reingelesen, hat mehrere Bücher geschrieben und er hat dann eines Tages das erkannt und hat dann das auch aufgeschrieben in seinem Buch. Und das Böse, was es auf der Welt gibt, das widerlegt nicht, dass es einen Gott gibt, sondern es beweist lediglich, dass es einen Teufel gibt. Aber nur wir, wenn wir an Gott glauben, haben einen Standard, um andere zu sagen, das ist richtig, das ist moralisch und das ist unmoralisch. Das ist das Thema gewesen. Dann hat er auch noch das geschrieben. Angenommen, es gäbe keine Intelligenz hinter dem Universum. In diesem Fall hat niemand mein Gehirn zum Zweck des Denkens entworfen. Gedanken sind lediglich das Nebenprodukt einiger Atome innerhalb meines Schädels. Aber wenn das so ist, wie kann ich dann meinem eigenen Denken vertrauen, wahr zu sein? Wenn ich meinem eigenen Denken nicht vertrauen kann, kann ich natürlich auch nicht den Argumenten des Atheismus vertrauen und habe daher keinen Grund, Atheist oder etwas anderes zu sein. Wenn ich nicht an Gott glaube, kann ich nicht auf Gedanken vertrauen, also kann ich niemals Gedanken verwenden, um an Gott zu zweifeln. Er hat es darüber gesagt. Und nachdem wir jetzt die Existenz geklärt hätten mit den drei Themen, mit dem kosmologischen, mit dem teleologischen und mit dem moralischen Argument, woher wissen wir jetzt, wer der richtige Gott ist? Da gucken wir nochmal die drei Argumente zusammengefasst an. Das erste, das kosmologische Argument, da haben wir so weit rausgefunden, dass wir einen raumlosen, zeitlosen, immateriellen, mächtigen, persönliches Wesen brauchen, das einen Verstand hat. Beim zweiten, beim teleologischen, haben wir weiter gesehen, dass das Wesen intelligent ist und einen Verstand hat und das Universum auch weiter erhält. Und beim dritten Punkt, wir wissen, dass das Wesen moralisch sein muss. Das heißt, zusammengefasst, wir brauchen raumlos, zeitlos, immateriell, mächtig, persönlich, hat einen Verstand, der alles erschaffen hat und am Laufen hält. Das ist ein moralisches Wesen und ist intelligent. Das hört sich jetzt ziemlich nach einem Gott an, wie ein Gott in der Bibel, aber das wissen wir noch nicht und wir haben bis hierhin noch nicht mal die Bibel aufgemacht. Das nennt sich natürliche Theologie, was wir hier bisher gemacht haben. Das heißt, Theologie, was in der Natur zu finden ist. Deswegen sagt auch Gott, dass das Gesetz im Herzen geschrieben ist. Deswegen konnten auch im Alten Testament die Personen vor Noah verurteilt werden, obwohl sie noch gar keine Bibel hatten, weil Gott erwartet hat, dass die Personen das moralisch im Herzen haben. Das heißt, wir haben jetzt das Existiert Gott mal zusammengefasst und jetzt geht es weiter zum nächsten Punkt, der war, sind Wunder möglich, genau.
manche glauben, Wunder sind unmöglich. Was würdet ihr sagen, ist das größte Wunder in der Bibel? Das Leben, genau. Viele würden sagen jetzt Auferstehung. Auferstehung ist ja super. Noah ist doch eine super Geschichte. Aber die beiden sind nichts im Vergleich zum größten Wunder. Was ist das größte Wunder? Das ist der erste Vers in der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn Gott aus dem Nichts ein Universum und Leben erschaffen kann, wenn der Vers wahr ist, dann ist jeder andere Vers in der Bibel zumindest möglich. Und wir haben uns jetzt angeguckt, dass das Universum einen Beginn hatte und Leben einen Beginn hatte und durch Zufall nicht entstehen kann. Dann ist das größte Wunder, was wir in der Bibel haben. Und das Interessante ist, auch die Atheisten und Wissenschaftler stimmen dem Punkt zu. Die sagen auch, das Universum hatte einen Beginn, nur können halt nicht den roten Faden zu Gott ziehen. Und wenn Gott das Universum aus dem Nichts erschaffen hat, kann er dann auch das Rote Meer teilen? Kann er jemanden über Wasser laufen lassen? Ja, natürlich. Ich kann auch die Gesetze überwinden, zum Beispiel hier mit dem Glas. Welches Gesetz überwinde ich gerade? Die Schwerkraft, genau. Die existiert ja trotzdem noch, die Schwerkraft, aber ich kann sie überwinden. Und wenn Gott das Universum aus dem Nichts erschaffen kann, dann kann er auch alles andere. Wunder sind heute aber interessanterweise gar nicht mehr nötig, damit das Christentum wahr ist. Sie bestätigen lediglich, dass das Christentum wahr ist. Und warum sollte man jetzt zum Beispiel Mose folgen und nicht Mohammed? Weil Mose Wunder gemacht hat und Mohammed, zumindest im Koran, sagt, er hat keine Wunder gemacht. Und wir wissen jetzt, dass Gott existiert und dass Wunder möglich sind. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, ob das Neue Testament wahr ist. Also, ist das Neue Testament wahr? Also insbesondere ist die Auferstehung wahr. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann ist auch das Christentum wahr. Und es gibt ganz, ganz viele Punkte dazu. Ich habe jetzt natürlich nicht ewig Zeit hier, wir gucken uns nur einige an. Unter den 2 Hauptkategorien zählt, haben wir überhaupt eine akkurate Kopie der originalen Neuen Testament-Dokumente. Das ist sozusagen die Voraussetzung, weil ansonsten alles, was wir lesen, wissen wir nicht, ob das stimmt. Und dazu habe ich hier eine kleine Tabelle. Links sieht man mal die Personen, die wir uns genauer angucken. Wir haben Julius Caesar, Aristoteles, den Homer, Iliad, Tacitus, Annalen und das Neue Testament. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Julius Caesar angucken, wir wissen hier einige Sachen über ihn, er ist ermordet worden und so weiter. Woher wissen wir das? Es gibt Dokumente über ihn, die wurden geschrieben ungefähr 100 bis 44 vor Christi. Die früheste Kopie, die wir haben, ist von 900 nach Christi und es ist ungefähr eine Zeitspanne von 1000 Jahre. Und jetzt eine große Preisfrage, wie viele Kopien haben wir, die irgendwas über Julius Caesar erzählen? Manuskripte, die wir zu der Zeit gefunden haben. Einfach eine Zahl rauswerfen. 1000 sind deutlich weniger, sind 251. Aristoteles, da hört man sehr viel drüber, ein toller Philosoph, seine Dokumente, Aufschriebe wurden so um 300 vor Christi geschrieben. Die frühesten, die wir gefunden haben, sind von 1100 nach Christi. Das ist eine Zeitspanne von 1400 Jahren. Wie viele haben wir von ihm? Mehr, deutlich weniger, 40 Stück nur. Homer Iliad wurde so 900 vor Christi. Das ist, der schreibt vor allem über den Trojanischen Krieg. Früheste Kopie haben wir von 400 vor Christi, also auch 500 Jahre. Da haben wir relativ viele, 1800. Und die Tacitus-Annalen, das ist ein römischer Geschichtsschreiber, der auch über die Probleme mit den Germanen schreibt. Aufgeschrieben, so 50 bis 100 nach Christi. Früheste Kopie haben wir auch 1000 nach Christi, das sind 900 Jahre. Von ihm haben wir 31. Das ist natürlich die große Frage, Neues Testament geschrieben. Da komme ich nachher noch drauf, warum ich die Zahlen aufschreibe. 40 bis 70, wie gesagt, da komme ich nachher noch genauer drauf. Die früheste Kopie, die wir haben, sind 100 nach Christi. Wir haben einzelne Manuskripte, sogar 100 nach Christi.
ganze Bücher von 150, also Bücher, und ganze Bibeln von 300 nach Christi. Das heißt, die frühesten Kopien, die wir haben, sind ungefähr 100 Jahre, nachdem sie geschrieben worden sind. Jetzt ist die Frage, wie viele Kopien haben wir von denen? Von der Zeit bis zur ersten Bibel. Zahl rauswerfen. Es sind deutlich mehr als 20.000. Und es ist natürlich sehr interessant zu sehen, weil man oft von Aristoteles hört, von Julius Caesar, aber wenn wir uns mal die Daten angucken, hier haben wir 1000 Jahre nachdem Julius Caesar gelebt hat, haben wir die ersten Kopien und wir zweifeln gar nicht daran, dass die Dokumente, die wir lesen von Aristoteles oder Julius Caesar, dass die in irgendeiner Weise vielleicht falsch wären. Wenn wir uns jetzt aber das Neue Testament angucken, haben wir so viele Dokumente in einer so kurzen Zeit, nachdem sie geschrieben worden sind. Das macht es natürlich deutlich glaubwürdiger, weil es unmöglich ist, solche Anzahl an Kopien zu ändern oder zu fälschen. Und wenn wir uns jetzt mal die Dokumente angucken, hier, man kann 42% bis 200 nach Christi wiederherstellen vom Neuen Testament und da stimmen auch ganz viele Atheisten und Wissenschaftler zu. Das heißt, wir können fast die Hälfte vom Neuen Testament bis 200 nach Christi wiederherstellen. Wir haben 36.000 Erwähnungen der frühen Kirchenväter über das Neue Testament. Die Verse, also damals gab es keine Verse, die haben wir später hinzugefügt, damit wir uns besser navigieren können. Die haben die Bibel zitiert an einigen Stellen und da haben wir 36.000 Erwähnungen und wir haben deutlich mehr als 5.800 Manuskripte im Griechischen und mehr als 19.000 in anderen Sprachen wie Aramäisch, Hebräisch zum Beispiel auch. Und die deutsche Bibel, die wir haben, das basiert auf dem Griechischen, also auf den 5.800 Manuskripten, die wir haben. Und die stimmen, wenn man alle Manuskripte vergleicht, stimmen sie so hochgradig überein. Die einzigen Unterschiede, die man hat, also man kann sich das vorstellen, wie ich habe ganz viele Teile von Bibeln und man hat nur einzelne Wortunterschiede, so ungefähr 10 Wortunterschiede pro Manuskript. Was ist da der Unterschied? Man hat sich das mal genauer angeguckt, da ist zum Beispiel ein Satzzeichenfehler drin, man hat mal Mehrzahl, mal Einzahl. Man hat Schreibfehler, man muss bedenken, die sind alle per Hand geschrieben worden. Dass man mal einen Schreibfehler irgendwo drin hat, ist natürlich normal. Das heißt, die restlichen Änderungen, die man hat, sind Satzänderungen, wie zum Beispiel Mama hab dich lieb und hab dich lieb Mama. Das heißt, der Grundgerüst vom Satz und was es nachher bedeutet, ist immer noch der gleiche, nur einzelne Worte können unterschiedlich sein. Das ist aber nur ein Bruchteil von den Unterschieden, die man hat. Das heißt, die stimmen hochgradig überein, die 25.000 Manuskripte. Und das Alte Testament kann man übrigens mit den Tode-Mehrrollen vollständig darstellen. Die wurden 200 vor Christi bis 50 nach Christi geschrieben. Da kann man die komplettes Alte Testament außer das Buch Esther wiederherstellen und man sieht, dass es zu dem Zeitpunkt und heute keinen Unterschied gab. Die erste komplette Bibel, die wir kennen, hier ist aus dem 4. Jahrhundert, ich weiß das genaue Datum jetzt nicht, 300 irgendwas nach Christi, die heißt Codex Sinaiticus und die stimmt 1:1 mit der Bibel überein, die wir heute hier auch haben. Das heißt, wir können eigentlich lückenlos nachverfolgen, dass die Bibel, die wir heutzutage hier haben, auch damals schon so bekannt war. Das heißt, zwischen dem Zeitpunkt, wo es geschrieben wurde, hier, also wie gesagt die 43% oder hier die komplette Bibel, bis heute gibt es keine Unterschiede mehr. Ist natürlich sehr interessant zu wissen. Das ist quasi, ob wir die akkurate Kopie haben. Und jetzt ist natürlich die zweite Frage. Erzählen die Neuen Testamentdokumente die Wahrheit? Wir haben jetzt festgelegt, die Kopie, die wir vor Ort haben, die wir hier haben, ist die akkurate Kopie. Und jetzt ist natürlich die Frage, erzählen die Wahrheit? Weil man hört ja auch oft, also habe ich auch schon oft gehört, es gibt Konflikte in der Bibel, die stimmen nicht überein. Das eine sagt, da war ein Engel, der andere sagt, da waren 2 Engel, da war eine Frau am Grab, da waren 2 Frauen am Grab.
Das hört man ja sehr oft. Dazu ein kurzes Beispiel, als die Titanic untergegangen ist. Man hat die Überlebenden interviewt oder befragt, was passiert ist. Die einen haben gesagt, 700 sind ertrunken, hat die eine Zeitung gesagt, die andere hat gesagt, 600 sind ertrunken. Eine Augenzeugen sagen, das Schiff ist zerbrochen, die anderen Augenzeugen sagen, das ist in einem Stück untergegangen. Und was können wir daraus jetzt schlussfolgern? Dass die Titanic nicht gesunken ist. Nein, man muss nämlich angucken, wo stimmen alle einheitlich zu. Alle sagen einheitlich, die Titanic ist untergegangen. Sie unterscheiden sich aber in Kleinigkeiten. Das kommt natürlich darauf an, wo zum Beispiel die Personen waren. Wenn sie am Bug oder am Heck sind oder im Wasser schon sind, dann sehen sie vielleicht, wie das Schiff zerbricht. Wenn sie vielleicht innen irgendwo sind, und dann sehen sie nicht, wie das Schiff zerbricht. Das heißt, da kommt es auf die persönlichen Ansichten an. Es gibt einen Detektiv, da komme ich nachher noch drauf, J. Warner Wallace, der war sein ganzes Leben lang Morddetektiv. Und der hat gesagt, er hat in seinem ganzen Leben noch keinen einzigen Mordfall gehabt, wo die Zeugenaussagen komplett mit anderen übereinstimmen. Es gibt immer irgendwo Unterschiede und das ist auch der Grund, wo man weiß, ob eine Geschichte wahr ist oder nicht. Wenn alle genau das Gleiche sagen, ist sehr wahrscheinlich, dass die Geschichte erfunden ist. Genau. Übrigens, wenn man die Bibel zur Hand nimmt, machen Archäologen sehr oft und aufschlagen und an der Stelle graben, wo die Bibel sagt, finden sie immer irgendwas, was die Bibel bekräftigt. Man hat bisher noch keine einzige Ausgrabung gemacht, die gegen die Bibel spricht. Und da wäre jetzt die Frage, wann wurde das Neue Testament jemals widerlegt? Und wir gucken jetzt an, erzählen die Wahrheit? Wann wurde denn die Geschichte geschrieben? Das gucken wir uns jetzt an. Jerusalem wird 70 nach Christi zerstört. Das wird nirgends erwähnt in der Bibel. Warum ist das wichtig? Jesus hat vorhergesagt, Jerusalem wird fallen. Heißt, wenn alle Schreiber zu der Zeit noch nicht fertig wären, hätten sie das auf jeden Fall reingeschrieben, weil Jesus vorhergesagt hat, dass Jerusalem zerstört wird. Hätten sie aufgeschrieben, und wie Jesus gesagt hat, Jerusalem wurde zerstört. Zum Beispiel. Das wird nirgends erwähnt. Das heißt, das ist ein Indiz dafür, dass das Ganze vor 70 nach Christi geschrieben wurde. Und das zweite, Jakobus, das ist der Halbbruder von Jesus, der stirbt im Jahr in Jerusalem 62 nach Christi als Märtyrer. Der wird vom Tempelberg geschmissen und dann gesteinigt, weil er den Sturz überlebt hat. Woher wissen wir das? Das ist Josephus, das ist ein jüdischer Historiker, der parallel zur Bibel selber dokumentiert hat, was damals passiert ist. Das ist eine Quelle außerhalb von der Bibel, die wir heutzutage haben, die über Jesus und seine Apostel und die Auferstehung und seine Kreuzigung berichtet. Und er berichtet über Jakobus, den Halbbruder von Jesus, wie er 62 nach Christi stirbt. Und die haben wir hier. Paulus wurde in den Händen Neros zwischen Mitte und Ende der 60er getötet in Rom. Das ist ein wichtiger Punkt für die Apostelgeschichte, weil über welche zwei Personen ist die Apostelgeschichte? Das ist das nach den 4 Evangelien. Die geht über 2 Hauptpersonen. Die erste Hälfte ist über Petrus und die zweite Hälfte ist über Paulus. Und wo ist Paulus in der Apostelgeschichte am Ende? Er ist noch nicht tot. Er schreibt noch Bücher. Er ist zu dem Zeit in Rom im Hausarrest. Das heißt, die Apostelgeschichte muss auf jeden Fall abgeschlossen sein vor den 60er Jahren. Weil die Apostelgeschichte spricht über 2 Märtyrer. Wer sind die 2 Märtyrer, die in der Apostelgeschichte genannt werden? Weiß das jemand? Stephanus und Jakobus ist der Bruder von Johannes. Die 2 werden in der Apostelgeschichte als Märtyrer genannt. Und wenn du der Autor wärst von der Apostelgeschichte und die 2 Hauptfiguren verfolgst und den Tod von 2 Nebenfiguren beschreibst, würdest du dann nicht auch den Tod von den Hauptfiguren mit reinschreiben? Das heißt, wann wurde das Buch wohl geschrieben? Höchstwahrscheinlich vor Paulus Tod. Genau, dann haben wir noch das. 1. Korinther
wurde ca. 55 nach Christi geschrieben. Das stimmen auch schon sehr viele Atheisten und Historiker zu. Grund dafür ist durch die genannten Augenzeugen in der Passage, mit denen man zurückverfolgen kann, dass die Person direkt am Ort des Geschehens war. Wenn wir uns das jetzt angucken, die Kreuzigung war ca. 33 nach Christi. Wir haben hier Teile der Bibel, die wurden ca. 55 nach Christi geschrieben. Das ist im Vergleich, wie wenn ich jetzt heutzutage was über das Attentat von 2001 schreiben möchte. Und wenn ich jetzt darüber schreiben möchte, und ich möchte so viele Details wie möglich haben, kann ich klar selber mich daran erinnern und Sachen aufschreiben, aber darf ich Augenzeugen fragen und die Sachen aufschreiben? Sind es dann valide Informationen, die ich habe? Natürlich, weil ich mit Augenzeugen rede, die da waren. Das heißt, ich habe eine Quelle von Informationen, das ist keine Legende. Das Gleiche ist hier auch. Das heißt, die Personen, die hier genannt werden, über die hier geschrieben wurde, das ist keine Legende, sondern über die wurde vor Ort geschrieben. Und wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Wer ist der Autor? Lukas, richtig. Und wenn die Apostelgeschichte vor 42 nach Christi geschrieben wurde, wer hat Lukas geschrieben? Fangfrage, Lukas? Also hat Lukas auch davor geschrieben? Wahrscheinlich. Markus wird geschätzt, dass er vor Lukas geschrieben wurde. Und ich weiß, es ist sehr umstritten, was ich jetzt sage, aber ich glaube, dass Paulus seine Briefe geschrieben hat, bevor er getötet wurde. Und das bekräftigt quasi die ganzen Bücher, die Paulus geschrieben hat, wann sie geschrieben worden sind. Und alle Bücher, die wir im Neuen Testament haben, wurden entweder von Augenzeugen geschrieben oder von Menschen, die Augenzeugen gekannt haben. Und auch ein kleiner Funfact zu den Apostelgeschichte. Da stehen ganz viele Details drin, die uns andeuten, dass es Augenzeugen waren, weil man hat kleine Dörfer und kleine Bürgermeister richtig genannt. Man hat die Wassertiefe vor Malta richtig geschrieben, wo Paulus aufgelaufen ist auf Grund. Man hat 32 Länder, 54 Städte und 9 Inseln ohne Fehler aufgezählt. Und das kann man nur wissen zu der damaligen Zeit, wenn ich wirklich dort vor Ort war. Weil es gab sowas wie Google gab es damals nicht. Und dann gucken wir uns jetzt, nachdem wir die Quelle von der Bibel uns angeschaut haben, gucken wir uns jetzt insgesamt 4 Punkte an, die das bekräftigen. Wir gucken uns erst Prophezeiungen an, was genau hat es damit auf sich, warum ist es wichtig. Wir gucken uns peinliche Geschichten an, die wir in der Bibel sehen, archäologische Funde und dann die qualvollen Tode dazu. Gucken wir uns mal die Prophezeiungen an. Im Alten Testament wurde ganz viel über Jesus prophezeit. Das Alte Testament wurde über eine Zeitspanne von 1100 Jahren geschrieben. Das letzte Buch zwischen dem Neuen Testament sind 400 Jahre. So, genau hier. Und wir haben im Alten Testament 300 Vorhersagungen, die etwas über den kommenden Messias sagen. Das letzte Buch, Maleachi, wurde 400 vor Jesus geschrieben. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo das letzte Buch geschrieben wurde und Jesus kam, hat Jesus plötzlich alle 300 Vorhersagen erfüllt. Und wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass jemand 300 Vorhersagen erfüllen kann? Wir gucken uns jetzt 8 an, weil es gibt eine American National Scientific Council, die hat berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass die 8 Prophezeiungen, also wir gucken uns jetzt keine 300 an, sondern nur 8 und auch relativ einfache. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Person kommt und innerhalb von den 2000 Jahren, also die 1100, dann 400 vor Christi, 1500 Jahre, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Person kam und die 8 Prophezeiungen erfüllt? Und also es ist ein relativ einfache, geboren in Bethlehem, Christus kommt auf einem Esel, wird von einem Freund verraten, wird für 30 Silberstücke verraten, Geld wird in Gottes Haus geworfen und wird gekreuzigt und noch die anderen. Und die kamen auf eine Schätzung
dass die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 hoch 17, also eine 10 mit 17 Nullen dahinter. So wahrscheinlich ist es, dass eine Person kommt und nur 8 erfüllt. Wir reden nicht von 300, sondern nur von 8. Wie groß ist die Zahl? Wenn ich jetzt einen Würfel nehme mit 2 Kilometer Länge und den mit Sand, mit feinem Sand fülle, das sind die Sandkörner, also die Anzahl an Sandkörnern in dem Würfel. So wahrscheinlich, wenn ich da jetzt eine ziehe, so wahrscheinlich ist es, dass eine Person nur 8 erfüllt. Keine 300. Das heißt, alleine, dass eine Person kam und die Sachen erfüllt hat, ist schon ein starkes Indiz dafür. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und da mal eine Frage. Wer von euch hat schon mal gelogen, um sich selbst bei anderen besser darzustellen? Die, wo jetzt nicht strecken, lügen, um sich bei anderen gerade besser darzustellen. Okay, und jetzt noch eine andere. Wer hat schon mal gelogen, um sich selbst und andere schlechter darzustellen? Genau. Also machen wir nicht. Und das kommen wir zum nächsten Punkt, peinliche Geschichten. Und zwar Historiker wissen, wenn sie etwas Peinliches über einen Autor lesen, ist es höchstwahrscheinlich wahr. Und das ganze Neue Testament ist voll mit peinlichen Geschichten, auch das Alte. Wir gucken uns jetzt einfach nur zwei Sachen aus dem Neuen Testament an. Zum Beispiel, Petrus, der Jüngeranführer, wurde von Jesus als Satan bezeichnet. Das hätten sie niemals erfunden. Glaubt ihr, die hätten das erfunden? Glaubt ihr, dass Markus zu Petrus ist und sagt, du, ich mache es ganz interessant, ich lasse den Herr dich Satan nennen. Warum mich? Lass ihn doch dich Satan nennen. Also das hätten sie niemals erfunden. Und dann Petrus auch, was sagt er? Ich verleugne dich nie und verleugne nachher 3-mal. Das ist peinlich für den jungen Petrus, klar. Und bei der Kreuzigung, alle Jünger, vielleicht mit Ausnahme von ein paar, rennen weg. Und wer sind die Mutigen, die bleiben? Die Frauen. Und wer hat das Neue Testament geschrieben? Die Männer. Wer würde jetzt ein Mann schreiben, wir hatten so viel Angst, wir sind weggerannt und die Frauen sind da geblieben? Also, wenn ich das erfunden hätte, ich hätte sowas geschrieben wie, wir sind runtergelaufen zum Grab und haben die Elite römischen Wachen überwältigt, haben Jesus befreit und er hat uns für einen wunderbaren Glauben gelobt und dann sind wir zu den erschütterten Frauen und haben sie getröstet. Vielleicht sowas. Und nicht, dass die Frauen die Ersten am Grab waren. Damals war auch die Aussage von einer Frau nicht geltend, aber alle 4 Evangelien sagen, dass eine Frau am Grab war. Und was sagt uns das? Dass es wahrscheinlich so war. Und eine von der Frau war sogar eine vorherige dämonenbesetzte Frau, super Zeugin. Und ein Pastor hat mal erzählt, dass jemand zu ihm kam und gesagt hat, ich weiß, warum Frauen zuerst am Grab waren. Er sagt, ja, warum? Er wollte, dass die Geschichte sich schnell verbreitet. Ja, also ich weiß es nicht, wer kennt es, wenn er heimkommt und zum Beispiel ich komme oder der Mann von euch kommt heim und sagt, wie war Arbeit? Ja. Gut. Kann Firma abbrennen und die Person wird sagen, ja, wie immer. Ja, egal. Nächster Punkt. Und steht auch drin, als Jesus die Aussendung macht, manche glaubten und manche hatten Zweifel. Also Jesus steht vor denen und sagt, sende die gerade aus. Also wenn man sich das mal bildlich vorstellt, da stehen jetzt Personen, und dann sagt einer, das ist Jesus. Kann nicht sein. Doch. Nein, ich habe ihn sterben sehen. Doch, der ist auferstanden. Nein, kann nicht sein. Der war auf jeden Fall tot. Doch, das ist auf jeden Fall. Nein, ich habe einen Tod gesehen. Die Römer wissen, wie man tötet. Doch, er ist. Glaube ich dir nicht. Doch. Woher weißt du das? Die Frauen haben es gesagt. Also, das findet man selber nicht. Und es gibt auch einige peinliche Details über Jesus. Und zwar in Markus 3 versucht die Familie von Jesus einzufangen, weil sie denkt, er hat nicht mal eine Tassen im Schrank. Er wird eine dämonenbesetzte Frau, kommt zu ihm. Er wird unter anderem auch Säufer genannt,
Verrückter genannt, seine Brüder haben nicht an ihn geglaubt und er lässt seine Haare von einer Prostituierten abwischen und in seinem Stammbaum gibt es 2 Prostituierte. Kennt jemand die Namen in diesem Stammbaum? Rahab und Tamar heißen die. Da kann man sich auch überlegen, wie das damals wohl erfunden wurde. Ja, peppeln wir mal ein bisschen den Stammbaum auf, oder? Werfen mal 2 Prostituierte mit rein. Also, sowas würde man nicht erfinden. Genauso Jesus wurde später auf einem Baum aufgehängt. Warum würde man das nicht schreiben? In 5. Mose steht, der, wo an einem Baum gehängt wird, steht unter Gottes Fluch. Wenn ich jetzt also Gottes Sohn erfinde, dann würde ich ihn ja nicht an einen Baum hängen, dass er unter Gottes Fluch steht. Aber Jesus ist auf einem Baum aufgehängt worden und stand unter Gottes Fluch, nämlich unserer Sünde. Deswegen wurde das damals gesagt. Also nur 2 kurze Punkte über die peinlichen Geschichten, die in der Bibel sind. Und dann kommen wir kurz zu den archäologischen Funden. Es gibt 7 Personen, die im direkten Kontakt zu Jesus standen, die man archäologisch gefunden hat. Und zwar gucken wir erstmal Annas oder Ananus wird auch genannt, das ist der ehemalige Hohepriester. Er ist der Schwiegervater von ihm, vom Kaiphas, das war der amtierende Hohepriester. Von Annas hat man sein Grab gefunden und so ein Oshua, das ist so ein Knochenbehälter. Und sein Grab war damals das aufwendigste, das heißt, das wurde deutlich, dass er eine sehr hohe Figur hatte. Und Kaiphas sein Grab wurde auch gefunden von seiner Familie. Man hat von seinem Sohn die Knochen gefunden und auf dem Knochenkasten steht immer Inschrift, von wem die ist, und daran stand drauf, Josef, Sohn des Kaiphas. Und in dem Familiengrab fand man dann auch noch ein anderes Knochenbehälter mit der Nichte von dem Kaiphas und die Knochen von einem ca. 60-jährigen alten Mann, die alle so beschriftet waren, dass man ziemlich sicher sein kann, dass das Grab war vom Kaiphas. Und dann von Petrus, er war ja der Jünger und Apostel, das heißt, sein Haus, wo er war, im Kapernaum, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Kapernaum, wurde gefunden mit Inschriften von ihm. Man hat auch seine Knochen in Rom gefunden, wo mit abgetrennten Fußknöcheln, die auf eine Kreuzigung hindeuten. Dann hat man viele Sachen von Pontius Pilatus gefunden, zum Beispiel Münzen. Man hat einen Pilatusstein, heißt es, mit einer Inschrift von ihm, die ein bisschen über seine Herrschaft schreibt. Wir haben von Herodes Antipas, das ist der Herrscher von Galiläa, das ist der Sohn von Herodes dem Großen, der bei Jesus Geburt die ganzen Babys umbringen lassen hat. Er ist der Sohn davon. Er ist auch verantwortlich, dass er Johannes dem Täufer den Kopf abschlug oder abschlagen ließ, besser gesagt. Man hat von ihm auch Münzen gefunden und so einen Ring, so einen Machtring. Dann Simon von Kyrene, das ist der Kreuzträger, der Jesus geholfen hat. Man hat ein Grab gefunden, wo auch ein Knochenbehälter war von seinem Sohn. Und da stand drauf, Alexander, Sohn des Simon aus Kyrene. Und man hat es genau untersucht und die Namenskombination ist so besonders, dass es nur ihn damals gab. Das heißt, ziemlich sicher wird das auch das Grab von dem Simon gewesen sein. Und wir haben was von... Kein Problem. Wir haben auch was von Jesus gefunden, jetzt natürlich nicht ihn oder sowas, sondern was Besonderes, das heißt Jakobus Ossuar, das ist der Knochenbehälter von seinem Bruder. Und was da das Besondere ist, bei Jakobus steht drauf, Jakobus, Sohn des Josef, Bruder des Jesus. Und damals war das komplett untypisch, den Bruder mit auf die Knochenbehälter zu schreiben, was auf jeden Fall darauf hindeutet, dass der Bruder eine Art Celebrity oder einen bestimmten Bekanntheitsgrad hatte. Und auch die Namenskombination ist sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Und es wurde auch nochmal untersucht und wurde später dann auch wissenschaftlich bestätigt. Das sind so die archäologischen Funde, die es um den Zeitraum gibt.
Dann gucken wir uns jetzt noch qualvolle Tode an. Das ist wohl der wichtigste Punkt, den wir anschauen, weil die Personen, die die Bibel geschrieben haben, waren auf jeden Fall in einer Position, um zu wissen, ob das passiert ist oder nicht. Und trotzdem sind sie dafür gestorben. Die sind gestorben für die Aussage, dass Jesus auferstanden ist. Und wichtig daran zu denken ist, dass alle außer Lukas waren Juden. Die haben schon geglaubt, dass sie das erwählte Volk sind und so weiter. Und es gibt zwei Sachen, die Juden niemals geglaubt hätten. Und zwar, dass jemand kommt und sagt, er wäre Gott, und dass jemand in der Zwischenzeit aufersteht. Was ist die Zwischenzeit? Juden glauben, dass am Ende jemand aufersteht, am Ende der Zeit, aber nicht zwischendrin. Und die Personen haben beide Punkte geglaubt. Und was hat jetzt die Juden dazu geführt, plötzlich die beiden Sachen zu glauben? Da vergleichen wir kurz die Glauben und Praktiken der Apostel vor und nach der Auferstehung. Wir haben hier davor und danach. Davor hatten sie Tieropfer gebracht und dann plötzlich war Christusopfer genug. Das heißt, davor hatten sie sich an das verbindliche Gesetz von Moses gehalten, danach war in Christus Leben genug, das das Gesetz erfüllt hat. Davor hatten sie einen strengen Monotheismus, danach haben sie an die Dreieinigkeit geglaubt, davor war der Sabbat heilig, jetzt haben sie die Sonntagsanbetung, die haben davor an den erobernden Messias geglaubt, danach an den opfernden Messias und davor an eine Beschneidung und jetzt an die Taufe und Kommunion. Und was kann jetzt Einseitige die Juden dazu bringen, ihr komplettes Glaubenssystem, die Weltanschauung, die sie hatten, über Nacht quasi komplett umzukrempeln? Sie hatten damals ja schon gedacht, dass sie das erwählte Volk sind. Was führt jetzt dazu? Und da gibt es was, das Psychologen ein Einschlagsereignis bezeichnen. Und ein Einschlagsereignis ist eine Situation, die das Leben von einer Person um 180 Grad drehen kann. Das heißt, du weißt zum Beispiel nicht mehr, was du vor 6 Tagen zum Abendessen hattest, aber du kannst dich an einen bestimmten Tag erinnern, der 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre zurückliegt. Jeder von uns kennt einen Tag. Warum? Weil das ein Einschlagsereignis ist. Irgendwas ist damals passiert, woran wir uns erinnern. Wenn ich jetzt frage, was habt ihr am 9. November 89 gemacht? Zumindest jetzt hier hinten. Ihr werdet genau wissen, was ihr gemacht habt. Oder was habt ihr gemacht am 11. September 2001? Das sind so Zeitpunkte, wo man genau weiß, was man damals gemacht hat. Aber wenn ich jetzt frage, was habt ihr vor 23 Tagen gemacht? Ja, ihr müsst jetzt auch im Kalender gucken, ich weiß es nicht. Und wie kann man sich Sachen von vor x Jahren merken, aber Sachen nicht vor 21 Tagen? Weil es damals ein Einschlagsereignis war. Und wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, glaubt ihr, das wäre dann ein Einschlagsereignis gewesen? Ziemlich sicher. Meint ihr, die wüssten dann noch, was Jesus gesagt hat, was Jesus gemacht hat, was für Wunder Jesus getan hat? Auf jeden Fall. Und das würden sie im Grunde auch nie vergessen und haben deswegen ihr komplettes Leben komplett umgekrempelt. Und was haben die dafür bekommen, als sie die neue Religion erfunden haben? Also würde man das mal annehmen. Was haben die Neuen Testamentautoren erhalten, als sie eine neue Religion erfunden haben? Die wurden aus der Synagoge geworfen, sie wurden geschlagen, gefoltert und getötet. Das ist jetzt nicht ungefähr eine Liste von Vorteilen. Dann, sie hatten jedes Motiv zu sagen, dass die Auferstehung nicht stattgefunden hat und nicht ein Motiv, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Und dann kommt jetzt auch noch die Frage, gibt es Nicht-Christen, also außerhalb der Bibel, die über Jesus reden? Es gibt ganz viele, ich habe jetzt hier mal 3 aufgeschrieben. Flavius Josephus, den haben wir vorhin ein paar Mal schon erwähnt. Wir haben hier noch einige andere Historiker. Und der Josephus schreibt in seinen Aufschrieben zum Beispiel das: Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt ein Mensch nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuztod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu.
Denn er erschien ihnen am 3. Tag wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und 1000 andere weitere wunderbare Dinge von ihm vorverkündet hatten. Und noch bis heute besteht das Volk der Christen, die sich an ihn nennen, fort. Das hat er geschrieben 91 nach Christi, also ungefähr 60 Jahre nach, beziehungsweise das ist das Dokument, was wir gefunden haben. Das ist aus dem Jahr 91 nach Christi. Wann genau das geschrieben wurde, weiß man nicht genau. Und er schreibt auch ein bisschen später über Jakobus, seinen Bruder. Er, der Hohepriester Ananus, versammelte den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor, dieses den Bruder des Jesus, der Christus genannt wird, mit Namen Jakobus, sowie einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ. Das ist quasi unsere Quelle, woher wir wissen, dass Jakobus gesteinigt wurde. Genau, das sind die zwei Sachen, die Josephus schreibt. Und das Dokument, was wir haben, ist 91 nach Christi. Jetzt kommen wir zu Jim Warner Wallace. Das ist der Detektiv, wo ich vorhin kurz geredet habe. Er ist ein Kaltfall-Morddetektiv, besser gesagt. Und er hat seine Fähigkeiten als Detektiv auf den Mord von Jesus angewandt. Und hat ein Buch geschrieben, das heißt Cold Case Christianity. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Und er sagt, wenn er eine Leiche findet, gibt es immer einen oder eine Kombination von 3 Gründen. Er muss nicht nach 1000 Möglichkeiten gucken, warum die Person jetzt umgebracht wurde. Es ist immer nur eine von den 3 Kombinationen. Und es ist entweder ein Sexproblem, ein Geldproblem oder ein Machtproblem. Und wenn wir ausgehen davon, dass das Neue Testament erfunden wurde, dann müssen wir einen von den 3 oder mehrere Motivatoren für die Autoren finden, die dann den Grund haben, das zu erfinden. Wenn wir uns das mal angucken, sind die Autoren besonders beliebt bei Frauen gewesen, nachdem sie das erfunden haben? Nee. Haben sie viel Geld bekommen? Auch nicht. Haben sie Macht bekommen? Auch nicht. Das Gegenteil, die sind aus der Synagoge geworfen worden, sind getötet worden. Paulus hatte als Saulus Macht und nachdem er zu einem Christ wurde, hat er keine Macht mehr gehabt. Und es gibt für die keine Motivation, das zu erfinden. Und kommen wir zum 3. Punkt. Warum würden sie für eine bekannte Lüge sterben? Der Unterschied zwischen den Toten der Apostel und den Toten von anderen Märtyrern, wie von anderen Religionen zum Beispiel, ist, ich nehme es mal als Beispiel Islam, dass die Märtyrer vom Islam für was sterben, wovon sie überzeugt sind, dass es wahr ist. Die Neuen Testament-Autoren und Märtyrer, die waren in der Position, um zu wissen, ob das wahr ist oder nicht. Einige Menschen werden für eine Lüge sterben, von der sie glauben, dass sie wahr ist, aber niemand wird für eine Lüge sterben, von der er weiß, dass es eine Lüge ist. Und die Autoren waren absolut in der Position zu wissen, ob sie das erfunden haben oder ob das wahr ist. Und trotzdem haben sie für die Auferstehung sich umbringen lassen. Und zwar, ich habe jetzt hier eine Aufzählung. Matthäus wurde durch ein Schwert getötet in Äthiopien. Markus starb in Alexandria, nachdem er durch die Stadt geschleift wurde. Lukas wurde an einem Olivenbaum in Griechenland erhängt. Jakobus, Sohn des Zebedäus, wurde mit dem Schwert getötet. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, wurde von der Tempelmauer geworfen und dann noch gesteinigt, weil er den Sturz überlebt hat. Philippus wurde in Phrygien erhängt. Bartholomäus wurde gehäutet. Andreas wurde an ein Kreuz mit Seilen gebunden und in der Sonne hängen und sterben gelassen. Judas wurde mit Pfeilen erschossen, Thomas wurde von einem Speer aufgespießt, Barnabas wurde von Juden in Thessalonika gesteinigt, Simon wurde in der Mitte auseinandergesägt und Paulus wurde in Rom geköpft und Petrus wurde kopfüber gekreuzt. Und niemand von den Personen hat aufgehört zu verkünden, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und die Personen waren in der Situation, in der Gelegenheit zu wissen, ob das eine Lüge ist oder nicht. Und das Letzte, was ich zum Neuen Testament sagen will, bevor wir fertig sind, da habe ich auch am Anfang dran geglaubt, diejenigen, die glauben, dass die Bibel das inhärente Wort von Gott ist, das stimmt nicht. Weil das Christentum ist nicht wahr, weil die Bibel sagt, es ist wahr. Und die Bibel ist ja eine Zusammenfassung von Büchern.
Das Christentum ist auch wahr, wenn es die Bibel nie gegeben hätte. Wie kann das sein? Weil, das war zu viel. Wie kann das sein? Es gab damals schon tausende Christen, bevor der erste Satz vom Neuen Testament geschrieben wurde. Weil das Christentum basiert nicht auf einem Buch, sondern auf einer Situation, auf der Auferstehung. Und keine Reihe von, das Christentum stand nicht mit dem Buch, sondern er stand mit einem Ereignis. Und es ist natürlich gut, dass sie das danach aufgeschrieben haben, damit wir mehr darüber erfahren können, aber das ist für das Christentum nicht notwendig. Das heißt mit anderen Worten, die Ursache für das Christentum ist nicht das Neue Testament, sondern das Christentum ist Auslöser für das Neue Testament. Und die Ursache für das Christentum ist die Auferstehung. Und die Neuen Testament-Autoren haben nicht die Auferstehung erschaffen, sondern die Auferstehung hat die Neuen Testament-Autoren erschaffen. Und wenn wir jetzt nochmal die 4 Fragen einmal angucken, existiert Gott? Da haben wir gesagt, ja. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, es gibt keine Wahrheit, dann kann man sagen, ist das wahr? Das ist ein selbstschlagendes Argument. Existiert Gott? Ja, wir haben 3 Punkte angeguckt. Welche 3? Das theologische Argument, Ja. moralische und das Kosmologische. Genau. Dann sind Wunder möglich. Ja, das größte Wunder ist der erste Vers in der Bibel. Und ist das Neue Testament wahr? Ja, wir haben jetzt einige Punkte angeguckt. Es gibt noch einige mehr. Die habe ich hier nachher als Bücher, die ich zeigen kann. Und das nächste Bild, was ich euch zeigen möchte, relativ am Ende, ist das hier. Hier unten sieht man die ganzen Kapitel von der Bibel. Und jede Linie zeigt eine Kreuzreferenz an zu einem anderen Kapitel. Was wir hier sehen, sind über 63.000 Kreuzreferenzen, die die Bibel hat. Wäre das von einer Person geschrieben worden, würden wir sagen, boah, was für ein Meister, was für ein Meisterwerk, dass das sowas schreiben kann. Jetzt ist es aber nicht von einer Person geschrieben worden, sondern von 40, über einen Zeitraum von 1500 Jahre. Wir haben 66 Bücher, das wurde in 3 unterschiedlichen Sprachen aufgeschrieben, auf 3 unterschiedlichen Kontinenten. Über 1500 Jahre. Und trotzdem haben wir überall einen roten Faden, der durchgeht. Das ist nicht einfach so entstanden. Jetzt natürlich die große Frage, es stimmt, und jetzt? Was fangen wir damit an, dass das Christentum wahr ist? Und in den Navy Seals, wo Monson am Anfang war, da gibt es ein Abzeichen, was die verdienen können. Das ist so ein goldener Dreizack. Und wenn man den, nur ungefähr 5% schaffen das, so einen Dreizack zu erarbeiten, sage ich. Und wenn sie so einen Dreizack erarbeitet haben, dann tragen sie das mit Stolz. Und Monson wurde auf dem Rosecrans-Friedhof in San Diego bestattet und so ziemlich alle Navy Seals aus der Umgebung kamen. Und als sie am Sarg vorbeigegangen sind, haben sie den goldenen Dreizack genommen und haben den in den Sarg gedrückt. So sieht es aus. Das heißt, sie haben die Identität genommen, die die Person hatte, den Dreizack, und haben es in die Person oder auf die Person gelegt, die sich für die Freunde geopfert hat. Und das ist genau das, was wir als Christen auch tun sollen. Wir sollen auch unsere Identität nehmen und auf Jesus legen. Und die Kultur sagt, leg die Identität in deinen Job, in deinen Bankaccount, in deine Orientierung, in deine Gefühle, vielleicht in die Person. Und das ist sehr zerbrechlich. Weil nehmen wir mal als Beispiel an, man setzt seine Identität in eine andere Person und Gott bewahre, die Person wird krank oder stirbt, habe ich dann keine Identität mehr. Oder wenn ich meine Identität in den Beruf lege und meinen Job verliere oder die Firma geht pleite, habe ich dann keine Identität mehr. Und deswegen sollen wir unsere Identität auf denjenigen setzen, der für dich gestorben ist. Und genau wie Michael Monson sich für seine Freunde geopfert hat, ist Jesus gestorben, um dich zu retten.
Und Monser starb für seine Freunde. Und der Unterschied zu Jesus ist, dass der für seine Feinde gestorben ist. Zu jedem von uns allen. Und in Markus steht das, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Das heißt, wir müssen unsere Identität nicht verdienen, sondern das Christentum ist die einzige Weltanschauung, in der wir die Identität bekommen. Und wir müssen die Identität nur annehmen. Und es liegt an uns zu glauben oder das anzunehmen. Und das ist relativ einfach, weil Jesus sagt, wir müssen nur an ihn glauben, um die Identität, das ewige Leben zu erhalten. Da steht nichts von, du musst erst von den Toten auferstehen, du musst so viel Geld verdienen, du musst bekannt sein, sondern einfach nur, man soll an ihn glauben. Und es gibt nur zwei Dinge, die wir im Leben nach dem Tod bekommen. Gerechtigkeit oder Gnade. Wer will Gerechtigkeit? Ich will keine Gerechtigkeit. Und das Christentum ist die einzige Weltanschauung, die Religion, die sich auf Gnade beruht. Und das Resultat von der Gnade, die wir bekommen, sind dann die besseren Taten, unsere veränderte Person. Aber das ist nicht Voraussetzung dafür. Und wir müssen nur dran glauben. Und hast du das akzeptiert, dass du die Identität von Jesus bekommst? Und wenn nicht, warum nicht? Das ist kostenlos. Und das alles ist jetzt keine willkürliche Behauptung, sondern das ist der Grund, wie wir zu einem gerechten Wesen in den Himmel kommen können. Weil wenn Gott gerecht ist, dann kann er keine Sünden einfach so vergeben. Dann wäre er nämlich nicht gerecht. Das heißt, er muss Sünde bestrafen und deswegen kam Jesus auf die Erde, um die Bestrafung auf sich zu nehmen und wir müssen nur an ihn glauben. Und was wir damit machen, das liegt an uns. Und das ist die allerletzte Perspektive. Jeder, den du liebst, wird sterben. Alles, was du aufbaust, wird zerfallen. Alles, was du sagst, wird vergessen werden. Alles, was du tust, wird zu nichts werden. Du und deine Identität werden sterben und verschwinden. Es sei denn, die Auferstehung ist wahr. Und das ist's. Dankeschön.